Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich Marshmallows mache und das ist denkbar einfach. Zunächst werden 9 Gramm Gelatine in 40 Gramm Wasser eingeweicht. Um unnötigen Spül zu vermeiden, mache ich das bereits in der Schüssel, die ich später zum Fertigstellen der Masse verwende. Bevor es losgehen kann, müssen noch einige Vorbereitungen getroffen werden. Kartoffelmehl und Puderzucker werden zu gleichen Teilen in eine Schüssel gegeben, vermischt und griffbereit zur Seite gestellt. Dann benötigt man noch eine Form von ungefähr 15 cm Kantenlänge, in welche die Marshmallow-Masse gefüllt werden kann. Diese Form wird nun nicht nur mit etwas Klarsichtfolie ausgekleidet, die Folie wird auch noch ganz dünn eingeölt und anschließend sorgfältig mit der Puderzucker-Kartoffelmehl-Mischung eingestäubt. Auf eine kleine Reibe gebe ich ein Stück Backpapier und darauf wird ein Viertel einer Zitronenschale abgerieben, je nach Geschmack. Man kann es auch weglassen. In einen Topf werden 170 Gramm Zucker gegeben sowie 20 Gramm Honig. Dazu kommen etwa 40 Milliliter Wasser. Alles wird aufgesetzt und gekocht, bis die Masse exakt 121 Grad erreicht hat. Um die genaue Temperatur festzustellen, benötigt man ein Thermometer, dessen Anschaffung ich nur empfehlen kann. Ist die Temperatur erreicht, nimmt man den Topf vom Feuer und gibt die mittlerweile aufgeweichte Gelatine hinein. Die Gelatinekrümel, die noch in der Schüssel verblieben sind, machen nichts, denn nachdem die Gelatine im Zucker geschmolzen ist, wird sie wieder in die Rührschüssel zurückgegossen. Dann kann man auch die Krümel in die Flüssigkeit einrühren. Und nun geht es los. Mit einem Mixer wird die Gelatine-Zuckermischung aufgeschlagen, bis sie schaumig ist. Bei mir hat das knappe 3 Minuten gedauert. Dann wurde die Masse bereits so schaumig und fest, dass sie an den Quirlen hochkletterte. Nun wird der Zitronenschalenabrieb dazugegeben, sowie einige Tropfen Vanilleextrakt und auch noch ein halber Teelöffel Zitronensaft, der nicht weggelassen werden sollte. Alles wird nochmal für vielleicht 20 bis 30 Sekunden untergerührt und jetzt kann die Masse abgefüllt werden. Die Masse ist sehr klebrig und mit eingefetteten Fingern streife ich sie von den Quirlen ab. Hier habe ich einen eingeölten Teigschaber, mit dessen Hilfe ich die Masse in die vorbereitete Form gieße. Auch wenn ich mich wiederhole, aber sie ist sehr klebrig und recht ungewohnt in der Handhabung. So gut es geht, wird sie ausgestrichen. Ein zurechtgeschnittenes Stück Backpapier wird eingeölt, oben auf die Masse gegeben, damit man sie noch etwas glatt streichen kann, und dann wird die überstehende Klarsichtfolie darüber gelegt. Nun muss die Gelatine noch fest werden. Dazu gibt man die zukünftigen Marshmallows für mindestens 4 bis 5 Stunden, am besten jedoch über Nacht in den Kühlschrank. Am nächsten Tag können sie fertiggestellt werden. Meine Teigkarte wird eingeölt, denn auch jetzt noch wird die Masse ein wenig klebrig sein. Wer ein Messer benutzen sollte, sollte auch dieses einölen. Vorsichtig natürlich. Die Klarsichtfolie wird zurückgeschlagen und das Backpapier abgezogen. Nun wird der Marshmallow auf der Oberfläche mit der Puderzucker-Kartoffelmehl-Mischung eingestäubt, aus der Folie genommen und auf das Backpapier gestürzt. Die nun oben liegende Unterseite erfährt ebenfalls eine Puderzucker-Kartoffelmehl-Behandlung. Da die Ränder meiner Form etwas schräg sind, schneide ich zunächst einen schmalen Streifen ab. Das Quadrat teile ich hier grob in 4 gleiche Teile und dann werden Streifen geschnitten, indem man das Schneidegerät einfach herunterdrückt. Der Marshmallow leistet einen leichten Widerstand, ähnlich einem sehr weichen Gummi. Einfach fest runterdrücken. Genauso geht es bei einem Messer. Hin und her säbeln funktioniert nicht. Die Streifen werden anschließend in Quadrate geteilt und wer will, kann die Quadrate in noch kleinere Würfel zerteilen.
Die Streifen vom Rand rolle ich zu einer Schnecke auf. Wenn sie nicht so gut zusammenkleben, befeuchte ich sie mit einem Hauch Wasser, dann funktioniert es. Nun müssen die einzelnen Marshmallows noch rundum mit der Puderzucker-Kartoffelmehl-Mischung eingepudert werden, damit sie nicht zusammenkleben. Ober- und Unterseite waren ja schon bestäubt, also müssen nur noch die 4 anderen Seiten wie gezeigt behandelt werden. Und dann sind die Marshmallows auch schon fertig. Sie sind schön weich und haben durch die Verwendung des Honigs und der Vanille einen sehr interessanten Geschmack und darüber hinaus schmecken sie leicht nach Zitrone. Und wenn man will, macht man sich eine heiße Schokolade ohne Zucker und gibt die Marshmallows dort hinein und hat im Handumdrehen ein außergewöhnliches Getränk. Wie man eine heiße Schokolade aus Kakaopulver macht, zeige ich in einem anderen Video. Und hier ist die Zutatenliste, die ich vorlese, damit sie auch in andere Sprachen übersetzt werden kann. Für eine kleine Menge Marshmallows benötigt man 9 Gramm Gelatine, 40 Gramm Wasser, 20 Gramm Honig, 170 Gramm Zucker, 40 Gramm Wasser, einen halben Teelöffel Zitronensaft, 5 Tropfen Vanilleextrakt. Den Schalenabrieb von ungefähr einem Viertel einer unbehandelten Zitrone. Diese Zutat ist allerdings optional. Des Weiteren neutral schmeckendes Öl, je 1 Teelöffel Puderzucker und Kartoffelmehl zum Einpudern und darüber hinaus ein Zuckerthermometer sowie die im Video benutzten Utensilien. Wie ihr gesehen habt, ist es wirklich nicht schwer, sich diese Süßigkeit selber zu machen. Vielleicht probiert ihr es ja einmal aus. Viel Spaß beim Zubereiten der Marshmallows und wie immer, guten Appetit!